Hallo zusammen. Heute mache ich mal ein kleines Video. Das betrifft Gothic 1 Remake. Release-Datum steht ja nun auch fest. The colony. Ich möchte mal meine Meinung dazu in den Raum werfen. Also, ja gut, was ist ein Remake? Also was bedeutet das für mich? Also Gothic 1 hatte ich damals 2002 erst gespielt. Nicht, als es rauskam 2001, da hatte ich noch keinen funktionierenden PC. Deswegen hatte ich das erst 2002 gespielt und ja, war begeistert, ne? Ich schätze mal wie 90% der Gothic Community. Also das war ein Spiel für die damalige Zeit top, ne? Also was Neues, absolut. 2002 kam ja dann auch Gothic 2 raus und das Jahr darauf dann ja die Nacht des Raben. Alles perfekt, hat alles funktioniert. Aber was ist jetzt Gothic 1? Also ja gut, wie sehe ich immer ein Remake oder wie sehe ich überhaupt ein Remake? Also wenn ich mir so jetzt ja diese Vorstellung hier angucke, diese Videos, diese Verbesserungen, ja klar. Aber gut, ich glaube bei vielen, die jetzt auf dieses Spiel warten, ja sind die Gothic-Fans, kann man sagen, wie es ist. Also natürlich. Was anderes geht ja auch gar nicht, weil für die Menschen, sag ich mal, die Gamer, die das Spiel damals nicht gespielt haben, vielleicht noch gar nicht auf dem Planet waren, sag ich mal. Ich hatte das 2002 gespielt, also von uns gibt es viele, die diesen Jahrgang gespielt haben schon. Richtig, das Spiel. Und wenn ich so mir das jetzt angucke zum Beispiel, hat das was mit Gothic 1 überhaupt noch zu tun? Also ich sehe das so, ich habe ja jetzt vor einer Zeit auch Witcher 3 gespielt. Witcher 1 sieht man den Unterschied zu Witcher 3. Witcher 2 hatte sich schon verändert, aber das war so verbuggt, das hatte ich dann, ja, hatte ich nicht gespielt dann. Also hat das hier mit Gothic 1 überhaupt noch was zu tun? Ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist ein Remake. Ja, natürlich, was ist denn ein Remake? Wie verstehe ich für mich ein Remake? Das ist ein anderes Spiel, ne? Oder? Es muss bloß, sag ich mal, für die Fans eine Verbindung sein zu Gothic 1. Aber ansonsten, die Charaktere ist klar, ne? Gorn, Diego, Lares... Ja, Milton, ja, was war da noch? Natürlich Raven. Dass das integriert wird, ist auch klar. Dass die Kolonie integriert ist. Die Lager, Blag, Xardas, Hauptcharakter, finde ich. Ohne Xardas würde das Spiel gar nicht funktionieren, bin ich der Meinung. Unseren Held, Namenlosen, ja Mann, also da gefällt mir bis heute immer noch der aus dem Original. Besser. Diese, ich weiß nicht, ist für mich so ein Milchbubi-Verschnitt. Also, ja, wir wussten, wir haben keinen Grafikdesigner gehabt im Moment, der es richtig drauf hat. Ist meine Meinung. Ihr könnt es natürlich anders sehen, aber ich weiß nicht, ich zweifle nicht an diesem Remake. Bloß, ich glaube, es wird zu viel Euphorie bei den Spielern reingeschmissen. Auf YouTube, ich bin ja auch auf YouTube tätig, klar, im Gaming-Bereich auch. Da wird das Spiel so angepriesen, als wenn es die Neuerfindung von Gothic ist. Finde ich überzogen, lächerlich, albern. Also, ich sehe es immer realistisch. Wozu braucht man überhaupt für dieses Spiel ein Remake? Ist es nur eine Auffrischung eines Studios? Komm her, wir machen ein neues Spiel. Für mich ist es ein neues Spiel im Gothic-Schnitt, also wie sagt man dazu? Im Gothic-Style von mir aus. Gut, Diego war ein bisschen gut getroffen, sag ich mal, aus, ziemlich nah an Gothic 3 auch dran, ne? Aber diese ganze Monster auffrischen, gut, passt in diese Zeit heutzutage bloß. Wie viel können es nachher wirklich spielen, wenn es auf den Markt kommt? Brauchen da viele, sag ich mal, wieder jetzt einen neuen Rechner?
weil die Grafik ansonsten im Minimum-Bereich gespielt werden kann und dann sieht es so verkackt wieder aus, dann könnt ihr auch das Original Gothic 1 spielen. Da steht ja nun auch noch zur Frage, ne? Wie viel können das denn ja wirklich spielen, damit das so flüssig ist, wie diese schönen Trailer ja immer sind. Das hat mit dem eigentlichen Spiel ja gar nichts zu tun, also wollen wir uns mal nichts vormachen. Die Trailer sind in jedem Spiel besser, als auf dem Rechner spielbar ist. Und trotz alledem sehe ich das für mich so, das Spiel ist eigentlich für mich ein neues Spiel. Man könnte das vielleicht Gothic 1.2 nennen, oder wenn man dazu die Rechte hat. Ich weiß ja nicht, wie die Rechteverteilung ist, aber anscheinend scheint es zu klappen hier mit den Rechten an Gothic. Funktioniert wohl, ne? Aber für mich ist es persönlich nicht Gothic 1. Die Mine ist drin, ist klar, Aufbruch in der Mine. Alles da, gut und schön, aber ich weiß nicht, ich habe die Demo gespielt, schon 2025 irgendwann. Ich weiß nicht, das hat nicht so funktioniert, finde ich, alles. Also, kein Plan, sage ich echt, wie es ist. Ich zweifle ein bisschen. Das wird zu viel auch von der Community aufgehübscht. Zu sehr gut. Ja, alles schick, geil, dann und dann kommt das und ihr wisst, was ich meine, aber dann kommt das Spiel näher auf den Markt und was ist denn das? Ich hatte damals schon die Bedienung ein bisschen angezweifelt, ob das so funktionieren wird. Ich lasse mich natürlich positiv überraschen. Also wenn es funktioniert, dann ist alles schick, alles gut. Dann haut das hin. Bloß, ich bin auch nicht so ein Typ, der vorher alles schon hochlobt, bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Ein Trailer ist für mich ein kleiner Filmausschnitt, mehr nicht. Das wird doch ganz anders produziert, als das Spiel näher hergibt. Wir wollen doch mal ehrlich sein. Also wir sollten doch mal ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben und sagen einfach zu uns, ja, ich warte ab, gut und schön, der Trailer ist wunderbar, schick, passt. Ich warte das Spiel aber ab. Auch was die Bauer jetzt ab und zu mal mit ihren kleinen Videos, mit ihren Fortschritten, Entwicklungsfortschritten und präsentieren, heißt das ja nicht, dass es auch so funktioniert. Irgendwo. Wir wissen doch, jedes Spiel hat am Anfang seine Macken. Ist auch okay. Man weiß ja gar nicht, wie das so richtig funktioniert, manches. Ne? Jedes Spiel braucht seine Patches nachher wieder und das wird hier auch nicht anders sein. Wollen wir uns mal nichts vormachen. Und ich finde, das Gothic 1 damals für Baujahr 2001 hat wunderbar funktioniert. Heutzutage hat jedes neu entwickelte Spiel, ich stufe das zu 50% als neu entwickeltes Spiel ein. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ein Remake, eine Neuentwicklung. Ja, aber warum heißt das denn Gothic 1? Ne? Also von daher, ich betrachte das mehr als ein neu entwickeltes Spiel in Verbindung gebracht mit Gothic 1, damit man auf den Markt kommt, sich auf den Markt festigen kann und dann vielleicht eine komplette Neuentwicklung eines, und da ist die Frage, kann man das in eine Gothic-Reihe reinbringen oder muss das wirklich dann ein neues Spiel sein? Das weiß man nicht, ne? Was gibt es da noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich weiß nicht, ich klatsche ich in die Hände, bevor ich das nicht auf dem Markt gesehen habe. Ich werde mir es auch erstmal dann auf dem Markt angucken. Es wurde ja jetzt vom ersten Quartal bis ins zweite verschoben. Ziemlich Ende vom zweiten Quartal. Also die Jungs werden noch ein bisschen dazu tun. Ja? Vielleicht stimmt dies und jenes nicht. Vielleicht ist in diesen Trailern mehr angezeigt, als überhaupt schon fertig auf dem Papier war, sag ich mal. Und also optimistisch sollten wir alle rangehen. Spreche ich gar nicht ab. Aber ein bisschen Pessimismus sollten wir auch reinlegen in eine Sache, weil wir kennen den Spielemarkt nun mal, wie er sich entwickelt hat.
Es kommen auch immer mehr kleine Studios auf den Markt jetzt. Das stelle ich und ihr auch fest. Auch gerade im Indie-Game-Bereich. Ein-Mann-Studio, Zwei-Mann-Studio, Drei-Mann-Studio, wunderbar, kein Problem. Jeder fängt irgendwo an. Die Großen, Ubisoft, klart am Arsch, wissen bald nichts mehr mit Spielen anzufangen. Ich glaube, dieses Übergroßwerden verliert auch den Blick fürs Wesentliche. Ne? Ob man da nun Sony, PlayStation, alles nehmen kann. Ich weiß nicht, da ist so viel drin gepackt in diesen Konzernen. Also, es sieht überhaupt nicht einer durch, was die alles veranstalten und automatisch entsteht Druck und Druck und Druck für die Entwicklerstudios und dann wird der gefeuert, der wird rausgekickt. Nun mal hin, Paul, kannst du mehr, dann kick dich raus hier, seh zu, das muss auf den Markt und das hat mit Spiel ja nichts mehr zu tun. Und die kriegen das ja auch, die spüren das ja auch von uns Community, ne? Und wenn das hier jetzt wirklich so ein kleines Studio ist, dann kann man erstmal sagen, natürlich, Hut ab. Mit diesem Spiel, glaube ich, wollen sie sich beweisen, dass sie fit für den Markt sind. Wenn es klappt, kein Problem. Wenn es nicht klappt, auch kein Problem. Bloß wie gesagt, ich bejubel nicht etwas im Vorfeld, ohne zu wissen, was daraus gekommen ist. Die Charaktere kennen wir alle. Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3. Kennen wir alle. Gothic 3 war schon eigentlich ein Gatsch von Jowo damals. Das war der größte Gatsch, als es rauskam. Viele von euch wissen das auch. Die kennen das, als es auf den Markt kam. Nicht 10 Jahre später, sondern auf den Markt kam. Das war unspielbar. Wer das abspricht, der hat das Gothic 3 nie richtig gespielt damals. Das war unspielbar. Wir haben auf Patches gewartet. Über die Gothic-Seite dann, ne? Das Spiel kam ja noch auf CD zu uns nach Hause und nicht bei Steam. Das waren noch Zeiten und deswegen glaube ich, meine Generation von Gamern, ja, schätzt also die Gamer-Welt ein bisschen anders noch ein als diese neuen euphorischen Gamer. Das muss schick sein, das muss einen Film gleichen, das ist Quatsch alles. Ein Spiel muss nicht einen Film gleichen, dann geh ins Kino oder geh in Netflix oder wie das alles heißt, das Zeugs da, weil die von jedem Spiel einen Film, eine Reihe drehen müssen. Ja, dann schaut euch das an, dann müsst ihr das Spiel nicht spielen. Ein Spiel betrachtet man anders. Ich jedenfalls und viele andere auch. Das hat mit einem Film nichts zu tun. Die Grafik kann natürlich gut sein, nur, ja, viele werden neue Grafikkarte brauchen. Vielleicht einen Prozessor, RAM-Speicher, dass sie das überhaupt auf dem Niveau, wie die Trailer es zeigen, spielen können. Also, seid doch mal ehrlich, ja? Wir müssen uns doch nicht blenden selbst. Das machen doch andere genug. Die großen Studios, die blenden uns doch täglich mit ihren Spielen, die auf den Markt geschmissen werden. Vielleicht soll dieses jetzt auch wieder zu gut werden für den Markt. Dass es näher vielleicht nicht funktioniert. Ihr merkt schon, ich mach Pro und Contra. Ja, natürlich muss ich das für mich machen. Ich kann nicht nur Pro machen über ein Projekt, sag ich mal, das noch gar nicht auf dem Markt ist. Das man nur in Trailern sieht. Die werden doch ganz anders entwickelt. Die werden rausgebracht. Ja, natürlich zeigt Steam diese Trailer, weil Steam diese Voraussetzungen haben, diese technischen. Bloß wie funktioniert das näher im Gaming-Bereich auf unseren Rechnern? Das will ich damit sagen. Und da habe ich Zweifel, dass das so funktionieren wird. Die Demo, ja gut, hatte funktioniert. Bloß die ist vielleicht auch abgespeckt. Dass das Spiel eine ganz andere Herausforderung braucht. Weil viel mehr aufzumachen ist in der Welt. Die Welt läuft doch mit im Hintergrund. Bei der Demo war doch nur diese kleine Map da auf gut Deutsch und mehr war das doch nicht. Das läuft auf jeden Rechner. Das kann man doch nachvollziehen. Und von daher lasse ich mich positiv überraschen. Ich wollte nur mal meine Meinung reinbringen, weil YouTube mir zu schön ausgeschmückt ist, was Gothic 1 Remake betrifft. Alle jubeln, alle feiern, alle klatschen. Volksfeststimmung. Da bin ich kein Fan von, ne? Müsste ja auch nicht sein von meiner Meinung. Absolut nicht. Ne? Also man kann feiern, ne, bevor das Fest eröffnet ist. Keine Sache, macht man ja. Haben wir damals auch schon gemacht, ne? Wenn man zum
Dancing wollte, hat man vorher schon eine kleine Feier gemacht, ne? Ist klar, nur um Suft zu ertragen, so ein Tanz, ne? So ein Dancing, Disco, Gang. Aber muss das bei Spielen auch zutreffen? Eigentlich nicht, ne? Ich werde warten, ich werde es mir auch erstmal angucken, ich werde es nicht gleich kaufen, so ein Fan bin ich nicht davon. Katze im Sack kaufen, ich nenne das nicht mehr Katze im Sack kaufen. Man kann es, glaube ich, auch so nennen, weil man kauft ja die Katze im Sack. Man weiß ja gar nicht, was passiert nachher. Und klar kann man das bei Steam dann eventuell wieder zurückgeben oder ist aber auch nicht mein Ding, sag ich mal. Das passiert im realen Leben schon genug. Ne? Ich kaufe mal was für eine Woche und schicke das nachher wieder durch. Ne? Ist ja die Mentalität der Menschheit heutzutage im Konsumbereich. Ne? Also, und das mache ich nicht. Ich schaue es mir an. Ihr könnt eure Euphorie weiter ausleben. Kein Problem. Gothic-Fans, klar, ich bin auch ein Gothic-Fan. Aber deswegen stolper ich nicht beim Laufen, wenn es um Gothic 1 Remake geht. Bitteschön. Also nein, das... Alles klar, ne? Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Dann lassen wir uns alle überraschen, oder? Bis dann. Tschüss.